Hey Leute, ich bin Stefan. Ja, und heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein schönes kleines Produktvideo für euch. Heute habe ich das Edelstahl Kochset Travel von der Firma Fox dabei. Ja Leute, und wenn ihr wissen wollt, was man mit dem Teil so alles machen kann, dann bleibt dran. Leute, das waren keine 5 Minuten. Was noch dabei ist, ist natürlich ein kleiner Packsack, ihr seht's. Ich finde den Packsack ganz praktisch, ich finde ihn ganz gut. Und zwar, es ist halt so, ihr hört, das klackert schon ein bisschen. Und wenn ihr es in den Packsack nicht reinmacht, ja, dann zerfällt es euch oder klackert noch besser. Ihr seht, fest ist nur der Pfannenhenkel, ne, der rastet ein. Aber die Schmetterlingsgriffe nicht. Die sind ziemlich locker, ne, und die fallen euch drin einfach umher. Oder der Deckel geht euch runter und es fällt euch. Ne. So rastet er schon ein bisschen ein. Ja, aber ihr seht, ein Packsäckchen braucht man schon. Wenn ihr den nicht mögt, dann nehmt einfach irgendeinen anderen Sack oder ihr quetscht es im Rucksack zwischen Kleidung rein, dann zerfällt es auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe das Packsäckchen auf jeden Fall mit dabei. Ist auch groß genug, jetzt nichts. Ihr kennt ja die kleinen Säcke, ne, sei es von Tabs oder Kochgeschirren auch, ja. Da wo man ewig lang falten muss und quetschen muss, dass es reingeht, das habt ihr hier nicht. Einfach aufmachen und rausholen. Das ist schon mal eine super Sache, finde ich. Hier seht ihr einmal den kompletten Pot plus Deckel. Ganz wichtig, in den großen Pot hier bringt er 1125 Milliliter komplett rein. Die Füllskala geht aber bis 1 Liter. Ne? Also 1 Liter bringt er hier schön rein, ohne dass es überschwappt. Und ihr seht, die Füllskala ist hier außen und auch nochmal innen. Beim Pfännchen ist es nicht so, ihr bringt hier 300 Milliliter rein, da ist keine Füllskala, logischerweise. Ihr könntet aber, wenn ihr möchtet, vom großen Pot das ganz genau ausmessen und dann könnt ihr das in dem Pfännchen kochen. Wichtig, ihr könnt das Pfännchen, den Griff, ganz normal ausklappen, aber wenn ihr ihn wieder einklappt, dürft ihr hier nicht drücken. Ihr müsst den Griff zusammendrücken und dann bringen ihn wieder hinter. Ne? Also ausklappen. Und dann zusammendrücken und dann könnt ihr ihn hinterschieben. Ne? Klar, ihr könnt es so auch nach hinten biegen, aber dann kann es sein, dass das da bricht und das wollen wir nicht. Hier ist das Topfkreuz. Hier der Glutfangbehälter. Das ist insgesamt der komplette Ofen. Ne? Das sind 3 Teile. Und ihr seht es jetzt schon, ihr habt in diesem Set wirklich alles dabei. Ihr habt wirklich alles dabei, ihr habt einen Holzvergaser dabei, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil für einen Hobo stimmt die Konstruktion nicht, wenn man es genau nimmt, ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt mich da sehr gerne belehren, wenn es nicht so ist. Für mich ist das eine Art Holzvergaser. Ja, und ihr habt hier eure Kochtöpfe dabei. Großer Topf mit Deckel, kleiner Deckel, könnt ihr als Pfanne benutzen. Ein total gutes Set für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene. Also ich muss sagen, ich mag das total gern. Habe mir jetzt die letzte Zeit ein bisschen daran getastet, auch an den Holzvergaser. Ich hatte noch nie einen Holzvergaser. Und ich muss euch sagen, Leute, damit zu kochen, macht wirklich eine riesen Freude. Ja Leute, und ihr seht, durch das, dass hier ein Ofen dabei ist, kommt jetzt mein Lieblingsprozess zu untersuchen. Und dann machen wir ein bisschen Holz. Und dann würde ich sagen, bauen wir den mal zusammen. Ja, und dann können wir starten. Bevor wir jetzt das Ganze anheizen, müssen wir natürlich erst den Holzvergaser zusammenbauen, ganz klar. Also das ist der Stand am Boden, ne, das Standbein. Dann habt ihr hier das, wo er das Holz reinschmeißt, ne, und den Glutfang. Glutfang kommt da durch, der rastet dann da ein. Ja, und dann könnt ihr das Ganze
einfach nur draufsetzen. Dann könnt ihr das anfeuern und den Topf draufstellen. Ganz wichtig, es funktioniert auch ohne Topfkreuz, aber wenn wir eins haben, bauen wir das selbstverständlich auch mit drauf. Das ist jetzt nichts zum Zusammenklicken, ne? Das dann hält. Ihr seht's, das hält nicht fest zusammen. Einfach so drauflegen, ja. Und schon habt ihr euer Topfkreuz. Ne? Nichts mit fest verklicken, das könnt ihr schieben, wie ihr wollt. Dann können wir das Topfkreuz hier drauflegen. Dann legen wir im Mund noch mal einen Scheit rein. Ihr könnt es recht schön hören, das Wasser ist jetzt schon, ja, das ist voll am Kochen, ihr seht's. Leute, das waren keine 5 Minuten. Keine 5 Minuten, ihr seht's, der Ofen, der Holzvergaser, der hat einen Zug, das geht richtig krass nach oben, das ist wirklich Wahnsinn. Und das war jetzt fast ein Liter Wasser. Ne? Der Topf hat nämlich innen und außen eine Füllskala und da habe ich jetzt fast auf einen Liter aufgefüllt, weil ich mir jetzt 2 schöne Tactical Food Packs mache. Und ja, ihr seht es, ne? Also der hat wirklich einen richtig heftigen Abzug. Die ganze Konstruktion, klar, es wackelt ein bisschen, aber ich müsste wirklich fest rütteln. Jetzt habe ich ausgeschüttet. Aber ihr seht, ich müsste wirklich fest rütteln oder fest rankommen, dass das umfällt. Also es hat auch wirklich einen guten Stand. Und ich habe das Teil jetzt wirklich ein paar Mal schon dabei gehabt. Ich bin damit wunschlos zufrieden. Wasser aufkochen geht so schnell, einheizen geht total schnell. Ne? Wie man es halt von Hobo kennt. Wenn da ein bisschen Birkenrinde und Reiser reinwerft, das zieht sofort nach oben. Also das ist wirklich total genial. Ja, jetzt heizt ich da ein bisschen nach, weil ich mir danach noch mal was mache. Und ja, ansonsten ist das Wasser absolut fertig. Passt bei sowas ganz klar immer auf eure Hände. Ne? Ich habe es eher ein bisschen so hergestellt, dass die Flammen nicht herkommen. Deswegen ist jetzt das auch nicht warm. Ihr seht es überhaupt nicht. Genauso wie der Deckel. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr wirklich ordentlich übertrieben einheizt, dann passt auf, fasst da wirklich mit Handschuh hin. Aber so einfach wird das Ganze auch nicht warm. Jetzt gibt es erstmal schöne Foodpacks. Zweimal. Einmal Spaghetti und einmal das Oatmeal mit Apples. Das Geniale ist halt wirklich, durch das, dass da eine Füllskala drin ist, weiß ich ganz genau, wie viel ich reinkippen kann und wie viel nicht. Das ist super. Muss man nur immer wieder hinschauen, recht schön beschrieben. Also wirklich top. Frisch gemahlenes Kaffeepulver, Leute, ich sag's euch, es gibt doch nichts Besseres. Rühren wir schnell noch um. Ja, lassen wir natürlich nicht kochen, das kommt runter. Dann lassen wir das noch ordentlich ziehen. Oh, Leute, jetzt erstmal schön Spaghetti Bolognese. Mensch, freue ich mich jetzt so drauf. Schon lange nicht mehr gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das Knistern hört, aber es ist krass zu sehen, wie der Vergaser immer noch nach oben zieht. Ich lasse den jetzt mit Absicht ein bisschen brennen, dass ich sehe, bei den letzten Male hat sie überhaupt nichts verbogen, also wirklich gar nichts, nicht mal das Topfkreuz. Ich möchte mit euch ganz kurz auf eine Sache eingehen. Das ist eine Sache, die ich selber gern möchte, aber auch eine Sache, wo ihr darum gefragt habt, nämlich die Langzeittests. Viele haben gesagt, Mensch Stefan, sag mal, wie lange du deine Hose schon hast. Wie du mit deinen Schuhen zufrieden bist, dem Pulli, ein Kochgeschirr, ein Messer, ne? Mein gutes, altes Mora Black Survival, mit dem ich schon wirklich jeden erdenklichen Schwachsinn gemacht habe. Also wirklich, egal ob Hebeln oder sonst was, all das, was Leute zu mir gesagt haben, taugt das Messer nicht, hat es besser bestanden wie manch anderes. Ne? Und dass ihr auch seht, dass ich nicht nur, was ich sowieso nicht mache, aber zum Beispiel, ihr seht es ja, ich habe immer wieder ein Tactical Food Pack dabei. Also muss es mir schmecken, ne? Weil ich pfeife mir nichts rein, was mir nicht schmeckt oder was nicht gut schmecken würde. Oder nehme auch keinen Kocher mit andauernd, wo ich nicht zufrieden wäre, oder ziehe keine Schuhe an, keine Hose, kein Pulli, keine Mütze, wo ich nicht damit zufrieden wäre. Und das wird sich auch ein bisschen ändern. Es kommt mal wieder ein Video mit einem Produkt, das ich schon sehr lange habe und schon wirklich in Einsatz ewig lang habe, wo ihr wirklich wisst, hey, das habe ich immer dabei.
sei es wirklich bei uns auf BB Online Shop oder auch auf meinem privaten Account. Ne? Ich teste die Sachen ja auch privat. Es ist ja oft so, dass ich Sachen nicht in der Arbeit die ganze Zeit testen kann, sondern eben das auch im Alltag, weil ich es gerne mag, weil ich die Ausrüstung gerne mag und weil ich sie sowieso benutzen würde. Und daraus entstehen halt wirklich sehr, sehr gute Langzeittests. Ne? Wenn du Produkte immer wieder hast, wenn du sie immer wieder im Einsatz hast, wenn du ihnen auch mal was antust, ne? So zum Beispiel, wenn du einen Hobo als Lagerfeuerstelle missbrauchst, ja, das sind alles Sachen, die werden halt wirklich in 1, 2, 3 Jahren wirklich interessant, ne? Weil wie sieht das Zeugs dann aus? Und das sind alles Tests, Leute, da werde ich dieses Jahr mal ein paar machen, also es kommen jetzt nicht dieses Jahr die ganze Zeit Langzeittests, ne? Es kommen Produktvideos, Tourenvideos, aber auch mal ein paar Langzeittests, auch mit einem geliebten Rucksack, einem geliebten Schlafsack zum Beispiel, Isomatte, alles das, was ihr euch auch gewünscht habt von mir. Ja Leute, das war's und jetzt lassen wir das noch schmecken und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim Kaffeeklatsch. So, jetzt gibt's lecker Käffchen. Gehen wir das Ganze wieder vorsichtig rauf. Diese Art und Weise, falls ihr euch wundert, warum ich keine French Press dabei habe, ich trinke meinen Kaffee zurzeit gerne so. Polnische Art und Weise nennt man das. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Tschechien nicht auch so trinken. Ich kenne es nur von einer Bekannten, die ist gebürtige Polin und da trinkt man den Kaffee so und da ja, sagt man anscheinend polnischer Kaffee dazu. Ne? Das ist, wenn ihr den Kaffeesatz ruhig nach unten setzen lasst. Viele machen das auch in der Tasse. Heißes Wasser rein, Kaffeepulver umrühren und dann den Satz nach unten sickern lassen. Ich mache das nicht so, ich mache das hier drin, weil dann habe ich da schönen klaren Kaffee. Und wenn ihr es richtig gemacht habt, müsst ihr einfach nur den Finger kurz rein und wenn da dann wenig Kaffeesatz dran ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich sag's euch, wirklich, dieses Oatmeal gepaart mit einer Tasse Kaffee, Wahnsinn. Schauen wir mal, ob wir gut geheizt haben. Es geht. Ja. Man sagt ja immer, ein Hobo, ein Vergaser, hast du dann richtig geheizt, wenn nur noch sowas überbleibt. Ne? Eigentlich nur noch Asche, feinste Asche. Ja. Wir haben ein paar grobe Stückchen reingeschmissen, ganz klar, das muss jeder von euch selber wissen, wie ihr das macht. Ne? Es heißt ja immer, wenn man zu viel schürt, also wenn man richtig große Scheite rein tut, dass dann wirklich so ist, dass man verziehen kann. Das Problem habe ich jetzt hier überhaupt nicht gehabt. Deswegen habe ich jetzt das auch ausprobiert. Das werde ich euch jetzt auch zeigen. Ich werde das jetzt auseinanderbauen. Da ist überhaupt nichts verzogen. Das ist wirklich, also vom Glutfang wundert es mich. Wundert mich wirklich. Das ist überhaupt nicht herausbogen. Ne? Da ist auch noch alles gerade. Und da sowieso, ne, weil da ist er ja gestanden. Im Topf hat es auch nicht geschwungen. Gar nichts. Und schon habt ihr euer Kochset zusammen, alles was ihr braucht. Ihr habt einen Holzvergaser, ihr habt einen großen Pott, ihr habt ein kleines Pfännchen, dass ihr euch auch was braten könnt. Das Ganze ist aus Edelstahl, es ist kein Aluminium, das so viele von euch nicht mögen. Und ja, ich finde, es ist wirklich ein perfektes Kochset. Also mir macht das Kochen damit richtig Spaß. Wir sind schon fast am Ende des Videos angekommen. Ein paar wichtige Infos zu diesem Teil hier habe ich noch für euch. Es hat ein Packmaß, haltet euch fest, von 11 auf 17 cm. Ne? 11 auf 17, Leute, das ist nix. Es ist wirklich nix. Ich meine, schaut es euch an, ne? Das ist wirklich nix. Also, das ist total super. Ein Gewicht von 590 Gramm an die Ultralight-Freunde. Ganz klar, für euch wird es hier nix sein. Oder die Leute, die wirklich einfach gerne auf Gewicht schauen. Ne? Ist nichts Verwerfliches dran. Ganz klar, für die ist es auch nichts. Ich sage jetzt mal einfach so, für die Bushcraft-Leute, Outdoor-Freunde, Radfahren, Trekking, da habt ihr wirklich das perfekte Set. Ne? Ihr habt einen Holzvergaser drin, der richtig, richtig krass zieht, also wirklich brutal. Ihr habt ein kleines Pfännchen, ihr habt einen großen Pott, also es ist wirklich schön multifunktional. Eben wie gesagt auch mit den Schmetterlingsgriffen. Ganz klar, dass das nicht so rumwirbelt hier. Habt ihr einen schönen Packsack, wo das Ganze total leicht reingeht. Leute, das ist ein total geniales Set. Füllskala, außen
so wie innen. Also da ist wirklich eine super Sache. Ich habe jetzt mit dem Teil schon ein paar Mal gekocht, bin total zufrieden. Wir werden auf jeden Fall noch was Richtiges drin kochen. Irgendein schönes Gericht, ein One-Pot-Gericht. Lass mir mal was Tolles einfallen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es als Reel mache oder als YouTube-Video. Vielleicht auch als beides. Leute, das war's auch wieder mit diesem Produktvideo. Leute, ich hatte mal wieder richtig Spaß. Nach den ganzen Touren einfach mal wieder ein Produkt vorzustellen. Hat mir so Spaß gemacht heute. Leute, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, tippt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Leute, das waren keine 5 Minuten.